Genau. Ah, jetzt habe ich verkackt. Das, Okay. genau. Okay, also dann. Starten wir mal mit der ersten Frage. Und zwar, möchtest du dich und vielleicht auch Spieleentwicklung Bodensee einfach mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Christian von Spieleentwicklung Bodensee. Wir sind eine Community, die Spiele entwickelt. Das heißt, wir haben versucht, Leute aus der Umgebung zusammenzubringen, die sich für das gleiche Hobby interessieren, nämlich Spieleentwicklung in allen seinen Facetten. Wir haben Profis, wir haben Amateure, wir haben Einsteiger. Wir versuchen auch immer gern Wissen weiterzugeben und zu vermitteln. Wir verwenden viele Open-Source-Tools natürlich. Wir machen das Ganze seit 5 Jahren. Wir haben 2018 angefangen und machen monatlich ein Treffen, bei dem sich auch jeder anschließen darf, der Interesse an Spieleentwicklung hat. Wir haben natürlich auch nicht nur Programmierer im Sinn, sondern natürlich wer Grafik macht, Musik macht, Sound macht oder einfach auch noch gar nichts macht, aber einfach mal da so ein bisschen reinkommen will, kann da gerne bei uns mitmachen. Wir machen das alles kostenlos und ehrenamtlich. Wir sind in der Toolbox Bodensee, das ist ein Makerspace und dort, das befindet sich auf der nördlichen Seeseite, nämlich in Markdorf in der Nähe von Friedrichshafen und da treffen wir uns, wie gesagt, einmal im Monat. Ab und zu machen wir auch Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel Game Jams. Wir machen jetzt im November einen 2-tägigen Game Jam, der heißt Bodensee Game Jam. Was da passiert ist, dass an 2 Tagen Spiele entwickelt werden, das heißt wirklich von A bis Z. Das heißt, man versucht innerhalb von 2 Tagen was fertig zu bekommen und auch da, das findet kostenlos statt. Wer da mitmachen will, kann sich da gerne bei uns melden. Zum Spiele entwickeln. Das heißt, der dann mitmacht, der entwickelt dann sein eigenes Spiel. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also man kann natürlich in Teams arbeiten, man kann alleine arbeiten, man kann sich auch spontan auf der Veranstaltung zusammenfinden zu einem Team. Wir machen auch, grundsätzlich sind wir auch offen für Brettspiele, also nicht digitale Spiele. Wer zum Beispiel ein Brettspiel designen will oder ein Kartenspiel, kann das auch machen. Also es geht auch nicht so sehr darum, dass es kein Wettbewerb, das heißt, es geht nicht darum, dass man am Ende dann gewinnt oder so, weil man das beste Spiel hat, sondern es geht eigentlich eher darum, die Erfahrung zu machen, innerhalb von 2 Tagen was fertig zu machen, kreative Ideen umzusetzen. Oftmals ist es zum Beispiel auch ein Vorteil, man hat manchmal so Ideen, die einfach so im Kopf rumfliegen, schon seit Jahren vielleicht. Und manchmal ist es dann eine gute Gelegenheit, wenn man einfach sagen kann, an diesem Wochenende, so jetzt setze ich das mal um, wenn auch nur prototypenhaft, aber Hauptsache ich habe es mal gemacht. Oder ich will eine neue Engine lernen oder eine neue Library und sage mir, ja, ich wollte schon immer mal was machen mit Godot oder ich wollte schon immer mal was mit Python machen oder mit Lua und ich habe mir noch nie die Zeit genommen, aber jetzt bin ich ja 2 Tage sowieso dort, dann mache ich das doch einfach mal da. Dann mache ich mein Spiel heute in Lua zum Beispiel und so kann man da auch dann solche Sachen endlich mal umsetzen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass halt viele da sind, die das Gleiche machen und das gleiche Hobby haben, kann man sich dann natürlich dann auch gut untereinander austauschen und so weiter und so fort und voneinander lernen und Spaß haben. Hat der Game Jam irgendein bestimmtes Thema oder ist es quasi alles, was man machen möchte? Wir sind da natürlich nicht so streng, weil wie gesagt, es ist auch kein Wettbewerb. Es wird ein Thema geben, das wird im Vorfeld noch ausgelost oder nicht ausgelost, sondern abgestimmt. Man kann Themen sogar einreichen, das steht alles auf unserer Webseite. Es werden Themen anonym eingereicht und später wird dann abgestimmt und in der Regel gewinnt dann ein Thema, manchmal sind es aber auch mehrere. Unterm Strich zählt aber wie gesagt das Mitmachen und wer jetzt mit dem Thema überhaupt nichts anfangen kann, der kann auch gerne was anderes machen. Ja? Also von daher, aber natürlich soll es schon im Sinne so ablaufen, dass man dann natürlich gemeinsam dann am gleichen Thema arbeitet. Uns würde noch interessieren, welche offenen Softwares benutzt ihr denn für eure Entwicklung? Also wir machen sehr viel mit Python und Pygame oder auch Lua und Love 2D zum Beispiel. Wir verwenden gern die Godot Engine. Das ist ja so eine Art, ich nenne es mal Open Source Alternative zu bekannteren Sachen wie Unity und so weiter. Es gibt bei uns auch Leute wie mich zum Beispiel. Ich entwickle gerne auch für den C64, also für alte Rechner. Wir haben auch Leute, die schon für den Game Boy entwickelt haben. Und da werden natürlich auch oft Open Source Tools eingesetzt. Die sind natürlich jetzt nicht so bekannt, weil allein die Zielgruppe da schon ein bisschen eine Nische ist, aber auch da gibt es sehr viele Open Source Assembler und Open Source Compiler für alte Rechner, alte Systeme, alte Konsolen und insgesamt würde ich sagen, tendieren wir da sehr stark zu Open Source dann. Und worin besteht der Vorteil für euch jetzt, dass ihr da eben mit diesen offenen Softwares arbeitet?
Naja, ich meine, die Zugänglichkeit ist natürlich ein Vorteil. Man muss kein Geld unbedingt bezahlen. Der Open-Source-Gedanke hat ja nicht nur mit dem Geld zu tun oder mit kein Geld zahlen. Es hat natürlich auch den Vorteil, man fühlt sich dann natürlich auch ein bisschen der Community zugehörig und weiß, wenn ich jetzt Godot verwende anstatt Unity, dann unterstütze ich damit ja auch Godot und diese Entwicklung und so weiter. Wie gesagt, die Zugänglichkeit und der Community-Gedanke stehen da auf jeden Fall im Vordergrund. Wir wissen, dass ihr auch die, wie spricht man das aus? Godot Engine? Godot. Also wir sagen Godot, ob das richtig ist, wissen wir nicht. Gut, Outtake. Wie gut gefällt euch denn die Entwicklung damit? Also ich selber habe beim letzten Game Jam tatsächlich was damit gemacht und ich fand es echt cool. Wir haben zu 6 an einem Spiel gearbeitet. 2 davon waren blutige Anfänger, die wollten auch unbedingt mal was mit Godot machen und es hat uns schon ganz gut gefallen. Allerdings muss ich dazu sagen, das war gerade noch so einen Monat bevor die neue Version 4.0 rauskam und wie die jetzt funktioniert, weiß ich nicht, aber hoffentlich wird da alles noch besser sein. Nee, also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Habt ihr eine Meinung zu der aktuellen Unity-Situation, auch in Betracht auf die Godot-Engine? Ja, das mit Unity, ich meine, ich würde mal sagen, da sind sich ja die meisten einig, dass das vielleicht nicht so die beste Strategie war, die Unity da gefahren hat. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind sowieso, mit Unity haben wir bisher zwar auch schon gearbeitet, aber eher wenig, weil wir auch gerne alles selber programmieren. Das heißt, wir sind da auch ganz gerne dann, wenn Anfänger kommen zum Beispiel, zeigen wir denen auch gerne, wie man was mit Python oder Lua machen kann. Oder mit Pico 8 zum Beispiel, das ist zwar nicht Open Source, aber auch ein nettes Tool mit einer tollen Community. Und da versuchen wir dann auch immer ein bisschen zu zeigen, man muss auch nicht unbedingt Unity oder Godot oder sowas nehmen, man kann auch mehr Richtung Programmierung machen. Allerdings liegt es auch nicht jedem oder nicht jeder will alles von vorne programmieren. Deswegen, ich persönlich würde wahrscheinlich jedem erstmal zu Godot raten, anstatt zu Unity, einfach weil es Open Source ist. Deswegen ist mir selber auch sympathischer, wenn ich selber ein Projekt damit machen würde, würde ich wahrscheinlich auch eher Godot nehmen. Aber das war schon vor der Situation der Fall. Also einfach weil es Open Source ist und weil es auch ein bisschen mehr auf 2D geht und ich persönlich bin mehr so 2D. Eine Frage, die wir noch haben, wie viele von euch nutzen Linux? Ich würde sagen, fast alle. Ja, wir haben hin und wieder natürlich auch Leute, die unter Windows unterwegs sind. Es gibt auch Leute, die ihre Spiele auf beiden Systemen veröffentlichen. Also wir haben auch Leute im Team in der Community, die Spiele auch auf Steam oder auf itch.io und so weiter veröffentlichen. Die veröffentlichen natürlich dann auch unter Windows. Aber ich glaube, zur Programmierung würde ich sagen, liegt bei uns der Linux-Anteil mit Sicherheit bei 90%. Gibt es irgendwelche Ankündigungen, Events, worauf wir hinweisen wollen? Ja, also wir machen einmal im Monat unser Spieleentwicklertreffen. Das steht immer auf unserer Webseite, der Termin. Okay, cool. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Springen oder so? Nee, ich kann nur über die Leitern hoch, ja, sozusagen. Alle einsammeln ist das Ziel. Okay. Das Ding tötet mich wahrscheinlich, oder? Ach so, da kann ich gar nicht durch. Jetzt kannst du durch das Gitter durchgehen. Jetzt kann ich. Ah, okay. Ja, da oben. Ah, cool. Notfall wechseln. Boah, das ist echt. Nein! Mist. Okay, das ist cool, das Spiel, eben weil man so umdenken muss. Mit dem Schatten wechseln, das hat man sonst nie. Das Spiel heißt auch Shadow Switcher. Ah, Gott, also das Ding ist hier. Das ist übel. Okay. Ich bin noch nicht mal unter den Scores aufgelistet, so schlecht bin ich. Aber cool, ja gut, Zocken ist nicht so meine Welt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ein cooles Spiel. Ja, cool.